Was, wenn dein Sparbuch, deine Aktien und ja, sogar deine Immobilie eine riesige, unsichtbare Schwachstelle haben? Sie alle machen dich abhängig. Abhängig von Banken, Regierungen und von Entscheidungen, die weit außerhalb deiner Kontrolle liegen. Viele denken, finanzielle Freiheit wäre nur eine Frage des Geldes. Aber das ist nur die halbe Miete. In Wirklichkeit geht es um Kontrolle. Und genau hier erleben wir gerade eine Revolution. In diesem Video zeige ich dir, warum Bitcoin die Antwort auf dieses Problem ist. Und wie du mit einer simplen Strategie, die wirklich jeder umsetzen kann, den ersten echten Schritt in die finanzielle Unabhängigkeit gehst. Bleib unbedingt dran, denn gerade der dritte Teil, die Entnahmeplanung, wird fast immer übersehen und ist der wahre Schlüssel, um dein Vermögen auch langfristig für dich zu nutzen. Jedoch ein wichtiger Disclaimer am Anfang, das hier soll keine Finanzberatung sein. Alles, was ich dir erzähle, ist meine persönliche Meinung, mein aktueller Wissensstand und meine Interpretation. Gut, jetzt geht's los. Seien wir also mal ehrlich. Das alte Versprechen, dass harte Arbeit und Sparen automatisch in ein sorgenfreies Leben münden, bekommt Risse. Das traditionelle Finanzsystem, auf das wir uns alle verlassen, ächzt unter gewaltigen Problemen. Das größte von ihnen kennen wir alle: Inflation. Zentralbanken können Geld drucken, wann immer sie es für nötig halten, um die Wirtschaft anzukurbeln oder um Staatsschulden zu finanzieren. Und das Ergebnis? Dein hart verdientes Geld verliert leise, aber stetig an Wert. Wofür du heute 100 Euro ausgibst, brauchst du in 10 Jahren vielleicht 120 oder 150 Euro. Das ist kein Zufall, sondern ein eingebauter Fehler im System. Aber es geht um so viel mehr als nur um Inflation. Es geht um Abhängigkeit. Dein Geld auf der Bank gehört dir nur bedingt. Die Bank verwaltet es und im Krisenfall, bei einer Pleite oder bei Kapitalverkehrskontrollen, kann dein Zugriff darauf plötzlich eingeschränkt sein. Du bist nur ein Gast im System eines anderen. Jede größere Transaktion wird überwacht, jede Auslandsüberweisung kann blockiert werden. Finanzielle Freiheit heißt aber, die volle Souveränität über sein Vermögen zu haben. Und genau das kann uns das alte System per Definition nicht geben. Wir jagen also einem Ziel nach, der Freiheit, aber nutzen dafür Werkzeuge, die uns in Abhängigkeit gefangen halten. Wir sparen in einer Währung, die zur Entwertung designt ist, und vertrauen unser Geld Institutionen an, die ihre eigenen Interessen verfolgen. Das ist das Kernproblem. Und die Suche nach einer Lösung führt uns direkt zur größten finanziellen Revolution unserer Zeit. Die Lösung für dieses Kontroll- und Abhängigkeitsproblem ist ein geniales Konzept: Dezentralisierung. Stell dir ein Bankschließfach vor, das absolut sicher ist. Aber anstatt dass die Bank den Generalschlüssel besitzt, bist du die einzige Person auf der Welt mit dem Schlüssel. Niemand kann es ohne deine Erlaubnis öffnen, niemand kann es dir wegnehmen und niemand kann die Regeln ändern. Und genau das ist Bitcoin. Es ist das erste und sicherste dezentrale Finanznetzwerk der Welt. Es gibt keine Firma, keine Regierung und keine Zentralbank, die es kontrolliert. Die Kontrolle liegt bei den Nutzern selbst, verteilt auf tausende Computer weltweit. Diese Struktur macht Bitcoin zu einem extrem widerstandsfähigen und zensurresistenten Wertspeicher. Es ist auch kein Zufall, dass Bitcoin 2008, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, von seinem anonymen Erfinder Satoshi Nakamoto ins Leben gerufen wurde. Es war die direkte Antwort auf ein System, in dem die Banken too big to fail waren und mit dem Geld der Sparer gerettet wurden. Bitcoin ist mehr als digitales Geld. Es ist eine Unabhängigkeitserklärung. Die Gesamtmenge ist auf 21 Millionen Stück begrenzt. Für immer. Es kann niemals mehr geben. Das macht Bitcoin zu einem deflationären Schutzschild gegen die Geldentwertung. Es erlaubt jedem mit einer Internetverbindung am globalen Finanzsystem teilzunehmen, ohne um Erlaubnis fragen zu müssen. Das ist die eigentliche Revolution. Nicht der Preis, sondern die Macht, die Bitcoin dem Einzelnen zurückgibt. Es verlagert das Vertrauen von fehlerhaften Institutionen hin
zu unbestechlicher Software und Mathematik. Die Philosophie ist die eine Sache, aber wie sieht es mit einem konkreten Plan aus? Viele schrecken vor der berüchtigten Volatilität von Bitcoin zurück. Ja, der Kurs schwankt stark, aber genau dafür gibt es eine bewährte Strategie, die alle Emotionen aus dem Spiel nimmt. Das Dollar Cost Averaging, kurz DCA. Strategie Nummer 1. Der emotionslose Sparplan. Anstatt also zu versuchen, den perfekten Kaufzeitpunkt zu erwischen, was selbst Profis nicht gelingt, investierst du einfach einen festen Betrag in regelmäßigen Abständen. Zum Beispiel 50 oder 100 Euro. Jede Woche oder jeden Monat. Völlig egal, ob der Kurs gerade bei 90.000 oder 110.000 oder bei 70.000 Euro steht. Und was passiert? Wenn der Kurs hoch ist, kaufst du weniger Anteile. Wenn er niedriger ist, bekommst du für dasselbe Geld mehr. Für die Zeit glättet sich so dein Durchschnittspreis. Diese Strategie nimmt dir den psychologischen Stress, ständig den Markt beobachten zu müssen und aus Angst zu teuer oder aus Panik zu billig zu verkaufen. Historische Daten zeigen, dass diese Methode über längere Zeiträume das Risiko von schlecht getimten Einmalkäufen massiv reduziert. Strategie Nummer 2. Die smarte Portfolio-Allokation. Die zweite Säule ist eine kluge Diversifikation. Niemand rät dir, alles auf eine Karte zu setzen, gerade am Anfang nicht. Die Frage ist heute aber nicht mehr ob, sondern wie viel Bitcoin in so ein Portfolio gehört. Historische Analysen, wie etwa von Bitwise oder CoinShares, haben gezeigt, dass schon eine kleine Bitcoin-Beimischung von 4% in einem traditionellen Aktienportfolio die Renditen in der Vergangenheit deutlich verbessert hat. Da sich Bitcoin oft unabhängig von traditionellen Märkten bewegt, sehen viele Experten eine Allokation von 1-5% als sinnvolles Instrument zur Diversifikation an. Wenn du dich genauer mit Bitcoin beschäftigt hast, kannst du diesen Prozentsatz aber immer weiter steigern, solange du dich sicher fühlst. Strategie Nummer 3. Die oft vergessene Entnahmeplanung. Vermögen aufzubauen ist die eine Hälfte. Es so zu nutzen, dass es wirklich dir Freiheit gibt, die andere. Wie viel Bitcoin braucht man also? Das hängt von deinen Lebenshaltungskosten und dem zukünftigen Wert von Bitcoin ab. Nehmen wir mal an, durchschnittlichen Lebenshaltungskosten sind heute bei dir bei rund 2.000 Euro, steigen bis 2030 auf etwa 2.500 Euro pro Monat. Das sind also 30.000 Euro im Jahr. Preisprognosen für Bitcoin sind natürlich sehr spekulativ. Aber um ein Rechenbeispiel zu haben, nehmen wir mal ein konservatives Szenario an. Ein Bitcoin erreicht bis 2030 einen Wert von 300.000 Euro. Wie entnimmt man nun sein Kapital nachhaltig? Aus der Finanzwelt kennen wir die 4%-Regel, wonach man jährlich 4% seines Portfolios entnehmen kann, ohne es aufzubrauchen. Nun könnte man denken, wegen der höheren Volatilität von Bitcoin wäre es klug, hier etwas konservativer heranzugehen. Man könnte also eine angepasste Faustregel nutzen von, sagen wir mal, 2%. Bei einem Vermögen von 300.000 Euro könntest du mit der 2%-Regel jährlich 6.000 Euro entnehmen. Das reicht natürlich noch nicht. Aber was ist, wenn der Bitcoin-Preis ein optimistisches Ziel von 500.000 Euro erreicht? Dann wären es bei 2% schon 10.000 Euro pro Jahr. Das Wichtigste ist aber, überhaupt einen Plan zu haben und nicht panisch oder gierig zu verkaufen. Eine gestaffelte Entnahmestrategie, bei der du in guten Marktphasen einen kleinen, vorher festgelegten Prozentsatz verkaufst, ist der professionelle Ansatz. Viele denken nun auch, weil Bitcoin so stark steigen kann, könnte man hier auch mehr Prozent ansetzen. Manche sagen sogar 10%. Das ist natürlich dann zu sehen, aber das wäre auch ein Ansatz. Bevor wir nun zum Schluss kommen, würde ich mich über deine Meinung brennend freuen. Viele sehen in der Dezentralisierung die Zukunft, andere fürchten ihre Risiken. Was ist die größte Hoffnung oder auch deine größte Sorge, wenn es um Bitcoin geht? Schreib mir das gern unten in die Kommentare. Ich lese die Beiträge und bin sehr gespannt auf deine Meinung. Bei all dem Potenzial wäre es aber unseriös, die Risiken zu verschweigen. Erstens. Die Volatilität
ist und bleibt ein Fakt. Der Wert von Bitcoin kann kurzfristig stark schwanken. Wer investiert, braucht dafür einen langen Atem und sollte nur Geld einsetzen, auf das er im Notfall auch verzichten kann. Zweitens, die Eigenverantwortung. Dein eigenes Bankschließfach bedeutet natürlich auch, du bist allein für deine Sicherheit deiner Schlüssel verantwortlich. Verlierst du diese, sind deine Bitcoin unwiderruflich weg. Das erfordert Sorgfalt und die Nutzung von sicheren Wallets und die Verwahrung der Schlüssel auf Metall, zum Beispiel gestanzt. So ist es auch bei einem Hausbrand oder Ähnlichem geschützt. Und drittens, das ist auch entscheidend für 2026, die Regulatorik. Die Zeit der Unsicherheiten weicht der Zeit der Regulierung. Seit Anfang 2026 ist die EU-Richtlinie DAC 8 in Kraft. Das bedeutet, dass Kryptobörsen wie Binance, Coinbase und andere verpflichtet sind, die Transaktionsdaten ihrer Nutzer automatisch an die nationalen Steuerbehörden zu melden. Die Anonymität auf zentralen Plattformen gehört damit der Vergangenheit an. Gleichzeitig wird in Deutschland auch wieder über die Abschaffung der einjährigen Haltefrist für steuerfreie Gewinne diskutiert. Noch nichts ist hier sicher und auch der Weg dorthin ist noch sehr weit, aber das macht eine saubere Dokumentation aller Transaktionen wichtiger als je zuvor. Nun, was nehmen wir also alles aus alledem mit? Erstens, wahre finanzielle Freiheit ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern der Kontrolle. Das traditionelle System ist auf Abhängigkeit und schleichende Enteignung durch Inflation aufgebaut. Zweitens, Bitcoin bietet mit seiner radikalen Dezentralisierung eine echte Alternative, ein Wertspeicher, der wirklich dir gehört, nicht zensiert werden kann und streng limitiert ist. Und drittens, du brauchst keine komplizierte Trading-Strategien. Mit einer einfachen Sparplanstrategie, DCA, und einem durchdachten kleinen Allokation in deinem Portfolio kannst du systematisch Vermögen in einer der widerstandsfähigsten Anlageklassen aufbauen, die es gibt. Der Weg in die finanzielle Unabhängigkeit ist ein Marathon, kein Sprint. Aber er beginnt mit dem ersten Schritt, dem Verständnis, dass du eine Wahl hast. Die Wahl für ein System, das auf Unabhängigkeit und Souveränität ausgelegt ist. Fang an, dich zu informieren. Starte vielleicht mit einem kleinen Sparplan und dort übernimm die Kontrolle. Die Zukunft deines Vermögens liegt in deinen Händen. Was denkst du dazu? Hast du dir schon mal Gedanken über deine finanzielle Unabhängigkeit gemacht? Schreib mir auch das gern in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir gern ein Like da und abonniere den Kanal, damit er mehr Leuten vorgeschlagen werden kann, um auch deren Investitionsverhalten und langfristiges Denken zu verbessern. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.